Herzlich willkommen hier aus dem chaotischen Bangkok, der Hauptstadt von Thailand. Hier startet heute unsere Reise Richtung Westen, Richtung Kanchanaburi auf den Spuren der Death Railway, der Todeseisenbahn von Thailand nach Myanmar, wo Schätzungen zufolge fast 100.000 Zwangsarbeiter gestorben sind. Wir sind sehr gespannt, was wir in den nächsten Tagen sehen und lernen können und fahren auch schon mit dem Zug nach Kanchanaburi. Zweimal am Tag startet hier einer von Bangkok aus, der nächste soll in einer Viertelstunde kommen. So macht Zugfahren richtig Spaß hier. Alles ein bisschen älter, alles am Rattern, laut, Holzbänke, keine Klimaanlage, einfach Fenster und Türen offen, so ein bisschen Eisenbahnromantik. Here we are in Kanchanaburi. Allerdings sind wir nicht beim Hauptbahnhof ausgestiegen, sondern eine Station weitergefahren, weil hier liegt direkt der Fluss, der Kwai, und die Brücke über den Kwai. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, die River Kwai Bridge, bekannt aus Literatur und Film und das bekannteste Bauwerk dieser Death Railway zwischen Thailand und Myanmar. Jetzt suchen wir uns erstmal unsere Unterkunft, oder? Yes. So, gucken wir mal, wo wir uns hier eingebucht haben. Das sieht richtig schön Oh, aus. wow. Guck mal mit dem Balkon. Das Zimmer sehr groß. Abgetrennte Dusche im Bad, das ist immer ein Highlight in Südostasien. Und wir zahlen 26 € die Nacht. Ist okay. fairer Deal, würde ich sagen. Wir filmen rein, die filmen raus. Das ist eigentlich schon ein bisschen bescheuert. Während hier der letzte Zug des Tages über die Brücke gefahren ist, wurde gerade erleuchtet hier, erkläre ich euch mal in einer kleinen Geschichtsstunde, warum diese Brücke denn so eine besondere Bedeutung hat. Dafür müssen wir zurück in die 1940er Jahre gehen, also in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, und einen Blick auf Japan werfen. Japan war ähnlich wie Deutschland in Europa ein imperialistischer Aggressor, der ganz viele Länder hier in Asien überfallen hat. Unter anderem auch Thailand. Man hat das Land zwar nicht kolonialisiert, aber die Thailänder haben die Japaner hier gewähren lassen. Und die Japaner waren gleichzeitig auch in Myanmar. Das ist ein Nachbarland hier im Westen von Thailand, damals bekannt als Birma oder Burma. Und beide Länder hatten ein Zugnetz, also das thailändische Zugnetz und das burmesische Zugnetz. Und die Japaner hatten die Idee, diese beiden Zugnetze miteinander zu verbinden. Und diese River Kwai Bridge war ein wichtiger Teil davon. Und sie wurde erst als Holzbrücke hier gebaut, dann später auch als Stahlkonstruktion, wurde dann aber im Laufe der Zeit mehrfach durch die Alliierten bombardiert und auch zerstört. Aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und ist auch Teil des Zugnetzes hier in Thailand heute noch. Aber das restliche Streckennetz, also das Verbindungsstück zwischen Thailand und Myanmar, das ist heute nicht mehr in Betrieb. Das wurde abgetragen, die Schienen existieren heute nicht mehr, sondern es geht hier von Kanchanaburi etwa noch eine Stunde weiter und die letzte Station ist dann Nam Tok hier in Thailand. So viel erstmal als kleiner Teaser für die Geschichte hier der River Kwai Bridge. Und ja, morgen leihen wir uns einen Roller und erkunden ein bisschen die Umgebung hier. Wir erklimmen den Tiger Cave Tempel und nachdem in Kanchanaburi gestern so viel los war und ich gesehen habe, dass diese Tempelanlage 16.000 Bewertungen bei Google Maps hat, dachte ich mir, oh je, das kann ja was werden. Wir kommen hier an, ihr seht im Hintergrund der Parkplatz, da stehen 3 Autos und 2 Roller. Also hier ist überhaupt nichts los, die ganze Anlage ist einfach komplett leer, kein Mensch hier, obwohl die riesengroß ist. Wir haben die schon aus der Distanz gerade gesehen. Und ja, schauen uns mal ein bisschen hier um jetzt.
schöne Aussicht gibt es auch noch mit dazu. Ja, aber die Tempelanlage selbst ist auch ultra schön mit ganz vielen verschiedenen Gebäuden, auch so in verschiedenen Stilen, würde ich sagen. Dann ist halt cool, dass man hochgehen kann und dann den Blick auf die Umgebung genießen. Und wir haben jetzt auch keinen Eintritt bezahlt. Also die Tempelanlage kostet nichts. Man kann natürlich was spenden, wenn man möchte. Und wir haben jetzt von hier aber auch noch mal gesehen, es gibt noch einen anderen Eingang, den Haupteingang. Da ist ein größerer Parkplatz und jetzt füllt es sich auch so langsam. Haben wir gut gegessen, das war ein Tipp aus der Community hier. Das war ein super cooler Tipp, weil der Blick ist halt atemberaubend schön. Es hat auch sehr gut geschmeckt, also ist eine 100%ige Empfehlung hier. Ja, wir standen quasi eben gerade da, als wir den Take gemacht haben. Den letzten haben wir gerade hier runtergeguckt, jetzt haben wir was gegessen und weiter geht die Erkundungstour. Wir hatten gerade noch eine Begegnung der ganz besonderen Art. Ihr habt es gesehen, hier in Kanchanaburi kann man Elefanten sehen. Es gibt hier verschiedene Elefantenauffangsstationen oder Elephant Sanctuaries. Und ich habe mal bei Google Maps mir ein paar angeschaut, allerdings bei den Rezensionen immer gelesen, ja, Elefanten baden oder Elefanten füttern, habe das auch auf Bildern gesehen, habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht nicht so das Richtige. Aber Helen hatte dann gesagt, dass uns mal jemand bei Instagram so eine Übersicht in Parks in Thailand geschickt hatte, die sozusagen ethisch vertretbarer sind. Und da war einer in der Nähe dabei, nämlich der Sambun Park. Und hier waren wir gerade ganz kurzfristig und das war wirklich ganz toll. Genau, die setzen halt eine Hands-off-Policy um. Das heißt, dass man nicht mit den Elefanten interagiert. Es gibt kein Baden, es gibt kein Füttern, sondern man beobachtet die einfach nur aus einem gewissen Abstand heraus. Das heißt, es ist für die Elefanten kein Stress und für uns war es total schön. Wir sind da jetzt gerade nachmittags dazugestoßen, als die baden gegangen sind und dann halt auch so geputzt wurden und so weiter. Das war ganz toll. Wir hatten noch einen deutschsprachigen Guide mit dabei, die hat uns ganz viel darüber erzählt. Die ist hier als Freiwilligen, Arbeit hier, genau. Und das sind halt hier 3 gerettete Elefantendamen, die sind schon alle zwischen 60 und über 90 und ja, dürfen halt hier noch ein paar schöne Jahre verbringen. Also ganz tolles Projekt, können wir wirklich sehr empfehlen. Ja, weitere Infos dazu findet ihr unter www.betterbeyond.de auf unserem Blogbeitrag. Und sollte euch das Video bis hierhin gefallen haben, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und sollten euch mehr Videos interessieren hier aus Thailand oder alles rund ums Thema Weltreise, dann abonniert diesen Kanal. Kleine Detour hier mal genommen. Also das Hinterland hier in Kanchanaburi ist so schön. Mit den Feldern da hinten sieht so aus, ein bisschen wie Karstfelsen, die Palmen. Super grün und so sehr ruhig auch eigentlich. Ja, mega. Das hier ist ja traumhaft schön. Oh Mann, ey, wir haben ihn verpasst. Also, wir waren die ganze Zeit, hattest du die Drohne schon oben und so. Und dann dachten wir so, nee, der kommt jetzt nicht mehr. Ja, jetzt kam er natürlich. Schade, aber trotzdem schön eingefangen hier. Voll der schöne Spot hier. Wow. Just in time. Oh mein Gott, ich bin so angestrengt, aber es sieht so schön aus. Wow, wow, was für eine Aussicht. Loki, einer der schönsten Sonnenuntergänge, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Also sind hier nochmal so hochgefahren zu einer kleinen Pagode. Und Helen hat gerade schon gesagt, erinnert einen so ein bisschen an Laos, oder? Ja, an den Norden, so an Nong Kiao, mit der ganzen Umgebung, mit dem Fluss, dann mit den Karstfelsen, sehr grün, alles sehr ruhig. Ja, und auch der Kontrast zu gestern ist krass. Als wir da bei der Brücke angekommen sind, war es ehrlicherweise so ein bisschen so, Ja. hat uns noch nicht ganz so abgeholt, aber heute Vormittag bei dem Tempel war es echt schön. Dann bei den Elefanten war es richtig cool, auch sehr ruhig, sehr wenig Leute. Und jetzt hier sind vielleicht noch 5 andere. Also ich frage mich, wo alle sind. Irgendwie auf einmal auf der Brücke ein krasser Kontrast irgendwie und sehr, sehr positiv hat sich das hier noch in Kanchanaburi für uns entwickelt. Ich bin gespannt, wie es morgen weitergeht. Hello, Marika. เป็น guesting content 20
Here we are im Erawan Nationalpark. Ich wollte den Nationalpark aufgrund seiner Bekanntheit skippen, ehrlicherweise. Ich habe schon bei Google gesehen, über 10.000 Bewertungen. Das ist bei mir bei der Recherche immer so eine Red Flag. Aber du hast dich durchgesetzt, du wolltest es dir anschauen. Das haben uns viele Leute empfohlen, er soll super schön sein. Das ist so ein 7-stufiger Wasserfall. Und ich habe jetzt einfach mal die Hoffnung, dass wenn man vielleicht ein bisschen weiter geht, dass es dann auch leerer wird. Und ja, es ist immer gut, sich selber ein Bild zu machen. So ist es. Das ist Nummer 6. Und der sieht auch ultra cool aus. Also ich kann mich nicht entscheiden, welcher mir am besten gefällt. Und das Ganze erinnert uns auch wieder an Laos, und zwar an den Kwangsi-Wasserfall. So von der Wasserfarbe her, mit den mehreren Ebenen, also schon richtig schön. Das ist das, was euch im Erawan Nationalpark hier erwartet. Wir sind aber jetzt auch in der absoluten High Season hier, muss man auch dazu sagen. Und ich finde jetzt die Mischung aus der langen Anfahrt, also 1,5 Stunden aus Kanchanaburi mit dem Roller, dann den Eintrittspreis von 300 Baht, was nicht teuer ist, aber verglichen mit anderen Sachen in Thailand dann doch schon eher. Und dann halt dem Andrang hier und der vielen Infrastruktur und so weiter. Also es ist wunderschön, aber es ist halt nicht so naturbelassen. Also wir haben im Laufe unserer Reisen gelernt, dass uns weniger bekannte Dinge, die dafür vielleicht ein bisschen weniger schön sind, wie beispielsweise der Wasserfall, den wir in Chiang Dao gesehen haben, der ähnlich ist, irgendwie ein bisschen mehr abholen. Aber wir haben noch 2 Alternativen für euch. Und zwar hat Helen sich das einmal markiert, einmal den Sai Yok Noi Waterfall. Genau, der liegt bei der Bahnstrecke am Ende bei Nam Tok. Ja. Was ich bei Rezensionen und Bildern gelesen habe, ist es allerdings ähnlich, was den Besucherandrang angeht. Aber der Huai Me Kamin. Genau, der ist hier auch überall ausgeschildert gewesen. Der ist aber nochmal 50 Kilometer weiter. Also da muss man dann natürlich nochmal ein bisschen extra Anreise anplanen. Aber wie häufig das so ist, desto weiter weg, desto ruhiger wird es. Aber insgesamt trotzdem ziemlich cool zu sehen. Also wer sich, Landschaftlich wunderschön. ja, mega, mega schön. Aber wir widmen uns jetzt nochmal der Death Railway. Hier sind wir jetzt am wahrscheinlich zweitbekanntesten Spot der Death Railway, nämlich Tam Krasay, wo die Strecke entlang des Flusses hier vorbei an den steilen Felsen führt. Und den Spot hier im Hintergrund, den ihr seht, da standen wir gerade und haben gesehen, wie der Zug hier entlang gefahren ist. Da haben sich auch wieder viele Leute versammelt und dann sind wir nochmal hier auf die andere Seite gefahren, also quasi einmal hier so außenrum zu der Station, die hier davor liegt sozusagen, und da ist es ein bisschen entspannter. Allerdings ist das Panorama sozusagen nicht ganz so schön von hier aus, wenn der Zug rüber fährt. Aber es ist trotzdem interessant zu sehen, weil hier sieht man nämlich die Original-Holzkonstruktion im Gegensatz zu der River Kwai Bridge, die ja heute aus Stahl ist, sind das hier alles die Originalbauteile der Death Railway. Und die Bedingungen hier waren unfassbar schwierig. Nicht nur, dass es keine Schutzmaßnahmen gab oder so, oder man einfach nur mit Händen und Füßen quasi diese Schiene hier reinbauen musste, sondern man war auch den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Das heißt tropisch heiße Temperaturen, Monsunregen und das Ganze halt einfach den kompletten Tag, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und ohne Rücksicht auf Verluste. Und um darüber mehr zu lernen, gibt es noch 2 Museen hier in der Nähe. Einmal das Hellfire Convention Center, das liegt noch ein bisschen weiter nördlich. Da wollten wir heute eigentlich hinfahren, aber es hat geschlossen. Heute ist Heiligabend und morgen und übermorgen, also über die Weihnachtsfeiertage, ist es ebenfalls geschlossen. Deswegen können wir da nicht hingehen. Aber es gibt in Kanchanaburi selbst auch noch ein Death Railway Museum. Und da fahren wir jetzt wieder zurück. Wir waren jetzt gerade noch im Death Railway Museum hier in Kanchanaburi und es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Man hat sehr viele Informationen nochmal bekommen.
auch sehr anschaulich dargestellt mit Fotos und mit anderen Relikten, die es aus dieser Zeit eben noch gibt. Also wenn man hier ist, dann denke ich, sollte man sich damit auch auf jeden Fall eingehend befassen. Vor allem das Leid der Kriegsgefangenen ist in dem Museum sehr gut geschildert. Das waren ja über 200.000 Zwangsarbeiter aus verschiedenen Nationen. Wir kennen natürlich eher die Perspektive der Australier, der Briten, weil das in Film und Literatur bekannt geworden ist. Aber über 80% waren asiatisch, nämlich also Malaien und vor allem auch Burmesen. Und da gibt es kaum Records zu. Also es gibt so viele Tote, von denen man wahrscheinlich überhaupt gar nicht weiß, dass sie gestorben sind, wie viele da überhaupt gearbeitet haben. Viele haben den Transport zur Zwangsarbeit nicht mal überlebt. Also das ist wirklich unfassbar traurig. Man kann im Prinzip sagen, ein Menschenleben waren den Japanern absolut nichts wert. Sie waren nur daran interessiert, ihre Rohstoffe irgendwie zu sichern und ihre Versorgungslinien aus Kriegszwecken irgendwie sicherzustellen. Also das ist wirklich, ja, bedrückend zu sehen, aber natürlich auch sehr interessant und gut dargestellt in diesem Museum. Und insgesamt hat uns Kanchanaburi mit Abstrichen ganz gut gefallen. Also es war manchmal sehr gegensätzlich. Es gab wirklich Spots, wo es wirklich touristisch sehr erschlossen ist, sage ich mal. Erawan beispielsweise oder auch die Punkte, wo man hier halt den Zug sehen kann. Und dann wiederum Orte, wo kaum andere Touristen waren. Abends bei dem Viewpoint beispielsweise. Wir waren heute noch im Muang Sing Geschichtspark. Das ist so ein Khmer-Tempel, der markierte das westliche Ende der Khmer-Herrschaft hier zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert. War super interessant. Da waren so 6 Leute gewesen. Oder auch bei anderen Spots, wo es dann ja weniger voll war. Also es ist hier echt in beide Extreme irgendwie. Aber was cool ist, ist, dass so viele verschiedene Sachen dabei sind. Ne? Ja. Du hast Wasserfälle, du hast Höhlen, du hast Tempel, du hast die Elephant Sanctuaries, dann die ganze Death Railway. Also ich glaube, es ist eine sehr spannende Gegend, in der man halt viel Unterschiedliches unternehmen kann. Absolut. Hat uns sehr gut gefallen. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf unserem Blog www.betterbeyond.de. Und jetzt geht's mal Richtung Süden. Freust du dich auf Strände? Ja, sehr. Es wird Zeit. Es wird echt mal Zeit für Strände hier. Seit 6 Wochen in Thailand noch kein einziges Mal das Meer gesehen. Also wir sehen uns dann im Süden von Thailand wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.